Warst du schon mal vor der Kamera? Ja, also ich habe da nicht so, ich moderiere auch viel. Donnerstag Abi-Streiche, da hatten wir 4 Stunden eine Game Show organisiert. Okay. Und das habe ich alles moderiert. Dann die ganze Schule, die Pausenhalle war halt voll. Und das mache ich immer. Und in der Kirche auch. Also, Ja, okay, also bist du da schon ein bisschen trainiert. Tja. Jetzt Freitag bei der Abi-Zeugnisvergabe habe ich auch wieder eine Rede gehalten. Und in der Kirche davor musste ich auch was machen. Also bist du der perfekte Sprecher hier. Werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen, genau. Dass jetzt vorbei ist. Du musst, also Dieter eröffnet eigentlich immer so ein bisschen, das ist eigentlich so gang und gäbe. Ne? Also, ich versuche mal so ein bisschen auf dein Niveau zu kommen und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendort und Mattis. Dein Nachname habe ich gar nicht. Quatermann. Ja, Quatermann. Quatermann. Mattis Quatermann. Nee, nee, Quatermann. Hammer. Ja, gut. Hat er, ich glaube, Dieter hat es manchmal mit Namen, aber das macht ja nichts. Ich kann das ja auch noch mal sagen. Komm Peter, los jetzt. Mattis Quatermann. Und steht neben mir. Also ich habe mal wieder Besuch, so wie das schon das ein oder andere Mal vorgekommen ist. Und Mattis, muss man dazu sagen, weil das weiß keiner, weil am Namen erkennt man das vielleicht nicht sofort, vielleicht an der Größe, wobei du hast, glaube ich, alle überholt. Ja, das stimmt. Ja. Mattis ist mein Cousin und Mattis hat nach meiner Meinung Großes vor, würde ich sagen. Ne? Ja, kann man so sagen. Dazu hätte ich gesagt, stell dich ruhig einfach mal vor, so das, was ich noch nicht gesagt habe. Ne? Moin, ich bin Mattis, ich bin jetzt 19 und jetzt gerade fertig mit der Schule und ich habe danach vor, eine große Fahrradtour zu machen durch Europa. 10.000 Kilometer oder vielleicht sogar 12.000, wer weiß, wie die Routenplanung sich noch verändert. Ja, und das in 10 Monaten. Wenn ich ehrlich bin, mit 19, ich hatte immer andere Ideen. Ja. Aber ich frage dich jetzt mal, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Also, dass du jetzt sagst, so alles klar, ich mache das jetzt oder jetzt mache ich es wirklich. Das war tatsächlich so, also ich habe mein bester Kumpel, wir haben in Corona angefangen, so als Hobby, damit man irgendwie rauskommt, sind wir ganz viel Fahrrad gefahren. Halt dann durch die verschiedenen Dörfer und dann durch den Wald und dann halt versucht irgendwie ein bisschen rauszukommen. Ja, da hat er mich eigentlich ganz viel hingetrieben und wir sind dann irgendwann mal zu der Idee gekommen, lass doch mal eine große Fahrradtour planen. Und das war dann vor 2 Jahren, da hatten wir das geplant, da wollten wir die Nord- und Ostseeküste von Deutschland fahren. 14 Tage waren eingeplant. Am 5. Tag hat es mich dann leider zerrissen und ich habe mich überschlagen mit dem Fahrrad, deswegen mussten wir leider abbrechen. Genau, und dann haben wir gesagt, so können wir es nicht stehen lassen. Wir machen das nächstes Jahr nochmal. Und dann sind wir letztes Jahr im Sommer in 7 oder 8 Tagen bis nach Rügen gefahren und von da dann rüber nach Bornholm, aber das ist mit Fähre. Und da waren wir dann 650 Kilometer unterwegs. Da lief alles gut, es hat richtig Spaß gemacht. Und ja, dann gibt es ja noch ganz viele verschiedene Netflix-Dokus oder YouTube-Dokumentationen, die das auch immer mehr machen und das hat mich irgendwie ein bisschen inspiriert. Also ihr habt die Fahrradtour gemacht, die erste ist, Ja. hat nicht geklappt, Ja. aber die zweite, da seid ihr alle wieder heile zu Hause angekommen. Genau, die erste haben wir zu dritt gemacht und die zweite dann nur noch zu zweit. Und jetzt fährst du aber Alleine, oder? ja, tatsächlich alleine. Ja, Das wird auch noch mal ein ganz großes Abenteuer, bin ich gespannt, wie das wird. Sind natürlich ein paar Ängste, die denn da mitkommen, irgendwie gerade Einsamkeit könnte ein Thema werden, aber erstmal ganz optimistisch an die Sache rangehen und gucken, was kommt. naja, zur Not fährst du einfach, du hast ja vorhin, wir haben schon ein bisschen gesprochen, muss man vielleicht dazu sagen, du hast 30 Kilometer pro Tag geplant. Ja, ne? genau. 10 Monate sind, ja, die Routenplanung sind so zwischen 10.000 und 12.000 Kilometer, aber man kann ja auch noch mal ganz gediegen ein paar Tage irgendwo Pause machen oder... Genau, und wenn du zu einsam bist, dann fährst du einfach weiter. Genau, du hast ja schon gesagt, vielleicht schaffe ich das auch schneller. Ne? Ja, Also, wenn ich einsam bin, dann einfach losfahren und dann vergisst man das vielleicht. aber nochmal, du hast gerade eben gesagt, YouTuber, Netflix, da hast du dich immer so ein bisschen dran orientiert oder Inspiration gesucht. Ja. Gibt es da einen Kanal, wo du sagst, den sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben? Ja, da gibt es ein paar und ich kann Also auch... welchen findest du denn absolut erwähnenswert? Wir wollen jetzt nicht alle, aber... Ja,
Also absolut erwähnenswert finde ich die Netflix-Dokumentation von Biking Borders. Die sind von Nono Konopka und Maximilian Jabs heißen die beiden. Die sind von Berlin nach Peking gefahren mit dem Fahrrad. Das ist so die Hauptdoku, die mich am meisten inspiriert hat. Dann gibt es noch eine Netflix-Doku von Dennis Keiling. Der fährt ganz alleine komplett um die Welt. Und jetzt aktuell gibt es noch einen YouTuber. Da heißt der YouTube-Account Radreise Unlimited. Der heißt, glaube ich, Danny. Und fährt auch. Der ist jetzt gerade in Georgien, will jetzt in den Iran fahren und hat davor ganz viel in Europa schon gesehen. Finde ich auch sehr unterhaltsam, die Videos. So eine Tagestour, die habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht. Und da gehört aber ja auch, wenn man einen Tag unterwegs fährt, wenn man jetzt nicht sagt, ich will einfach nur 100 Kilometer fahren oder so, dann ist das vielleicht noch egal. Aber wenn du jetzt sagst, so, ich möchte einen Tag fahren und ich habe ein bestimmtes Ziel, dann macht man sich ja meistens auch Gedanken, so, wo geht es überhaupt lang? Na? Ja. Und jetzt sagst du, ja, das sind so mindestens 10.000 Kilometer. Die fährst du ja nicht einfach so, ne? Du hast ja wahrscheinlich geplant, ne? Ja. Aber bevor du jetzt sagst, wie du das planst, würde mich gerne mal wissen, seit wann planst du denn schon? Ich glaube, die Planung gibt es schon sehr, sehr lange. Ich würde fast sagen, dass diese Idee schon seit fast 2 Jahren existiert bestimmt. Ich glaube, das ist damit einhergegangen, eben mit dieser ersten Tour, dass das so Spaß gemacht hat. Und da hat sich es einfach mit ergeben irgendwie. Und dann halt mit diesen Dokus und ja, Videos, da wurde man immer noch mehr bestärkt. Und ganz früher wollte ich immer gerne ein Work and Travel machen in den USA, weil nach der Schule ein Jahr, ich wollte nicht direkt in das Arbeitsleben einsteigen, deswegen habe ich mir da was überlegt und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt nochmal was ein bisschen Außergewöhnlicheres, was nochmal, ja, was man auch machen kann in der Zeit. Und wann hast du so die allererste Route, du hast ja wahrscheinlich Gedanken gemacht, so da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin, da kommen wir gleich auch nochmal dazu, aber die allererste Route, wann hast du die mal so? Also letztes Jahr habe ich eine genaue Route oder eine mehr oder weniger genaue Route erstellt. So ein paar Ideen gibt es schon vorher, da weiß ich gar nicht, ob ich einen genauen Zeitraum sagen kann, wann das erste erstellt wurde, aber das ist bestimmt auch schon ein Jahr auf jeden Fall her, weil ich in bestimmten Ländern noch so ganz bestimmte Streckenteile mir vorher rausgeguckt habe, die ich auf jeden Fall sehen möchte, die auch ein bisschen Umweg verlangen, aber die super schön sind, naturmäßig, und deswegen möchte ich da auf jeden Fall hin. Und da habe ich mir so die schönsten Radwege Europas oder sowas, da habe ich mich dann auch mal reingeguckt und da 1, 2 Sachen ausgewählt. Und womit planst du die Strecke? Der eine sagt ja, der schwört auf Komoot, aber... Ja. Ich habe es hauptsächlich mit Google Maps einfach geplant. Ja. Und dann da ein bisschen geguckt, erstmal eine grobe Übersicht schaffen und dann einfach erstmal mit Routenplaner, aber dann kann man natürlich immer noch mal verschieben. Google Maps hast du wahrscheinlich auf Fahrrad eingestellt, oder? Ja, einfach dann oben da den Fahrradweg, aber hauptsächlich bin ich von Stadt zu Stadt irgendwie gegangen und dann kann man das dann ja immer dann umschalten und in manchen Ländern funktioniert leider auch kein Fahrrad Google Maps. Okay. Da muss man sowieso mit der Autoplanung hantieren, dass zum Beispiel Ungarn ein Beispiel, da geht das gar nicht, das ist ganz egal, welche Orte man eingibt, man kann das nicht mit Fahrrad planen, sondern man muss die Autoberechnung auswählen, aber das funktioniert ja auch. Fahren die in Ungarn kein Fahrrad oder was? Das ist ja eine Frechheit. Nee, weiß ich nicht, woran das liegt, aber... Na, das ist die Routenplanung. Wo geht es denn lang? Also was wäre so, wie ist dein Plan da? Genau, ja. Ich komme aus dem Raum zwischen Bremen und Hamburg, da wohne ich. Und mein Plan ist erstmal Richtung Niederlande. Erstmal möchte ich nach Amsterdam, da so eine Strecke lang. Dann möchte ich an den Ärmelkanal oder halt an die Nordsee da und die holländische Küste mitnehmen. Da gibt es auch an den Dünen so eine schöne Fahrradstraße. Die geht dann runter bis Den Haag. Dann möchte ich nach Belgien rein, bis nach Brüssel. Dann fahre ich nach Frankreich rein. Da geht es dann erstmal nach Amiens und von da aus dann nach Étretat. Da sind so schöne Steinformationen. Dann möchte ich mir da an der Küste noch die Le Mans Saint-Michel angucken. Das ist so eine Burg, die steht ganz weit im Wasser und ist tagsüber, wenn Flut da ist, von Wasser. Was ist das? Das ist ein Kloster. Ach so, Ja. oder so. Genau, da möchte ich hin. Das sieht auch wirklich schön aus. Und dann von da aus geht es eigentlich Richtung südlich über Nantes, Rennes,
bis nach Bordeaux runter, bis ich dann nach Spanien reinfahre, dann einmal quer durchs Land bis nach Porto, also nach Portugal, dann die gesamte portugiesische Küste, bis ich dann unten nach Gibraltar komme und dann fahre ich nochmal wieder ins Land nach Spanien und komme dann bei Valencia am Mittelmeer wieder raus, dann die gesamte Côte d'Azur Frankreichs über Monaco, Nizza und was es nicht noch alles da gibt, bis ungefähr auf die Höhe von Pisa. Da möchte ich dann rein nach Florenz, einmal Italien rüber. Genau, Rimini kommt dann und ja, dann über Venedig, da fahre ich außen rum, aber dann geht es rein nach Kroatien, da die Küste entlang, dann muss man ja einen ganz kleinen Hüpfer über Bosnien und Herzegowina machen. Genau, dann noch nach Dubrovnik, auch eine schöne Stadt in Kroatien. Dann geht es rein nach Montenegro. Das ist zum Beispiel einer dieser angesprochenen speziellen Routenteile. Da gibt es nämlich im Norden Montenegros einen Streckenteil zwischen, entschuldigt vielleicht die Aussprache, aber zwischen Plucine und Zabljak heißen die Städte. Sind nur 60, 70 Kilometer, aber das sieht richtig schön aus. Die Umgebung ist beim Durmitor Nationalpark. Da möchte ich unbedingt hin. Von da aus geht es dann wieder an die Küste fast, bis ich dann nach Albanien reinfahre. Von Albanien fahre ich dann nach Nordmazedonien rein, an den Oritsee, auch sehr schön. Dann fahre ich rein nach Griechenland, nach Thessaloniki, bis ich dann irgendwann nach Istanbul komme, da einmal rüber, dass ich sagen kann, ich bin nach Asien gefahren mit dem Fahrrad. Und dann geht es über Bulgarien, Serbien, dann ein kleines Stück Rumänien, dann Ungarn einmal quer durch, von Ungarn einmal in die Slowakei rein und dann da kann man schon an den Donauradweg über Bratislava dann nach Wien. Genau, dann fahre ich durch das nördliche Österreich, dann nochmal rein nach Tschechien bis nach Prag und dann habe ich mir gedacht, komme ich schön in Dresden wieder raus und radel dann ganz entspannt den Elbe-Radweg mit nach Hause. Und dann bin ich wieder da. Also man merkt, du hast dich gut damit auseinandergesetzt. Ja. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, habe ich gerade vergessen. Man kann natürlich auch noch überlegen, dann nachher im Süden Spaniens irgendwie von Malaga oder von Gibraltar mit der Fähre rüber einmal nach Marokko, nach Tanger oder Tanger, wie auch das ausgesprochen wird, weiß ich leider auch nicht. Aber da vielleicht dann noch mal eine Woche rumradeln, dann bin ich auch noch in Afrika gewesen. Das wäre ja auch noch was. Das klingt auf jeden Fall echt spannend. Ich bin beeindruckt, weil, ja gut, du hast dich jetzt damit beschäftigt, aber ich finde es trotzdem beeindruckend. Du kannst das alles so, du weißt genau, alles klar, so ist der Plan. Und ich überlege jetzt, wie machst du das? Also ich habe ja den ein oder anderen Radreisenden im Fahrradladen, klar, schon mal gesehen, auch damit gesprochen, mit denen sich unterhalten und so weiter. Die haben dann, ja, das ist eigentlich total unterschiedlich. Der eine hat eine Karte, der nächste hat ein richtiges Navi. Der andere macht es mit dem Smartphone. Wie hast du da irgendwas geplant? Wahrscheinlich werde ich mit dem Handy ganz normal navigieren. Vielleicht, wenn es mal irgendwo brenzlig wird, mit dem Akku irgendwie auf dem Zettel vorher aufschreiben, damit ich irgendwie die nächsten Orte irgendwie habe. Aber eigentlich hauptsächlich mit dem Handy. Also nicht mit Zettel oder Karte. Und eine Karte nimmst du mit oder sagst du? Weiß ich, bin ich mir noch unschlüssig, weil das nimmt noch ein bisschen mehr Platz weg, weil man dann ja auch für ganz Europa gefühlt eine Karte braucht. Da muss ich mir noch mal was überlegen, wie ich es für den Notfall mache. Eigentlich ist es nicht man organisiert sich was vor Ort. Ne? Das geht ja das würde theoretisch im allerschlimmsten Fall auch. Ne? Ja. Aber eigentlich Hauptplanung übers Handy. Die Tour geht ja im August. Das ist ja rein theoretisch, Stand heute, nächsten Monat geht das los. Ja. Wenn ich jetzt aber sage, so, ja, alles klar, der Hogendohrn, der fährt ja nicht mit und der kann das unterwegs wahrscheinlich auch nicht dokumentieren. Ja. Na, das kann ja vielleicht sein, dass ich sage, ich besuche dich, aber das kann ich dir heute nicht versprechen. Ja. Na? Wobei ich schon Lust dazu hätte. So ist das nicht. Und dann denkt ja jetzt, hoffe ich, der ein oder andere Zuschauer, okay, alles klar, wo kann ich dir folgen? Wo kann ich dann sehen, was hast du heute erlebt? Also es gibt ja noch andere Kanäle neben YouTube wie Instagram, Facebook. Ich weiß nicht, bist du noch auf Facebook? Nee, Facebook ist nicht mehr ganz meine. Ist nicht deine Generation. Ja, genau. Du liebst wahrscheinlich, weiß ich nicht, TikTok oder... Ja, das mache ich aber auch nicht. Das habe ich auch nicht. Du bist aber Instagram. Genau, ich verfolge das Ganze auf Instagram und zwar heißt mein Instagram-Account Ride to Learn, also Ride wie das Fahrradfahren, dann eine 2 und dann Learn fürs Lernen. Hat eine etwas einen doppeldeutigen
Sinn dahinter oder eine Namensbedeutung kann man vielleicht sagen. Und dann, also Ride to Learn 23, 24, weil das sind die Jahre, in denen ich fahre. Genau, diese Namensdoppeldeutung kommt damit zustande, dass ich Ride to Learn, also erstmal fahre ich selber Fahrrad, um auch für mich ganz viele neue Sachen kennenzulernen. Und auch vielleicht lerne ich nochmal ein paar neue Sprachen drin oder zumindest ein paar Klümpchen von denen zumindest. Aber eben auch fahre ich dieses Fahrrad, um anderen Leuten das Lernen zu ermöglichen. Denn wer jetzt natürlich schon auf meinem Instagram-Account drauf ist, der wird schon sehen, dass ganz oben noch eine andere Seite verlinkt ist. Und zwar habe ich während dieser Fahrradtour noch eine Spendenaktion am Laufen über die Organisation Pencils of Promise. Und da sammle ich Spenden, um Schulen in Guatemala, Ghana und Laos zu unterstützen. Das ist eine Organisation, die macht das schon etwas länger und hat schon ganz viele Schulen gebaut und unterstützt und bringt dazu halt, dass die Kinder in diesen etwas ärmeren Ländern halt auch lernen können. Und das möchte ich unterstützen mit dieser Fahrradtour, deswegen auch Ride to Learn. Genau. Und auf diesem Instagram-Account, da werde ich täglich verfolgen, werde Stories hochladen, zeigen, wo ich bin, was ich so erlebe, was das Ganze mit mir macht. Und wahrscheinlich noch vieles mehr. Das heißt, wir könnten jetzt ganz frech sein und sagen, wenn du jetzt was spenden möchtest, dann klick da auf jeden Fall mal drauf. Genau. Der Rest ist dann selbsterklärend? Genau, da wird eine Seite dann erscheinen mit diesem Programm, mit dieser Aktion. Darunter ist ein etwas längerer Text, der das Ganze vielleicht nochmal genauer erklärt. Und dann ist da so eine Leiste mit den schon gesammelten Spenden und dann dem zu erreichenden Ziel vielleicht. Hoffe ich auf jeden Fall, dass das vielleicht irgendwie erreicht wird. Genau. Also ich höre das schon, Entschuldigung, wenn ich einmal dazwischen quatsche, aber ich höre schon, du hast auch ein Ziel dafür gesteckt. Genau, ich habe da auch ein Ziel eingetragen. Magst du es verraten? Ja, das sieht man auch, wenn man auf die Seite drauf geht. Ja. Und zwar sind das eingetragene Ziel 10.000 Euro. Okay. Das ist nicht ganz eine ganze Schule. Um eine ganze Schule zu bauen, muss man 50.000 Euro sammeln. Aber ich wollte mal noch nicht so hoch stapeln, sondern erstmal das ganze Projekt anlaufen lassen. Verändern kann man das ja immer noch. Genau, wenn das nach einem Monat erreicht ist, dann kannst du wahrscheinlich auch nachjustieren, oder? Genau. Und diese Organisation hat schon ganz viele Schulen gebaut. In einer von diesen Dokus, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, haben die das auch gemacht. Die haben tatsächlich bei ihrer Reise 2 Schulen fertigstellen können, waren dann auch noch selber vor Ort in Guatemala und konnten einfach sehen, wie sich die Kinder darüber gefreut haben. Vielleicht wird es bei mir auch so weit vielleicht sein, dass ich diese Freude nochmal selber sehen kann. Das wäre natürlich nochmal richtig, richtig schön. Aber genau, das möchte ich mit unterstützen. Okay, und wenn man das so Ride to Learn und so weiter, und jetzt hast du die Spendenaktion, hast du auch nochmal erzählt. Warum sagst du jetzt ausgerechnet Schulen? Ja, Schulen. Ich könnte natürlich jetzt sagen, ich bin total gerne zur Schule gegangen. Stimmt vielleicht so halb, halb. Das sind hier die absoluten Gegensätze. Ne? Also ich bin nie gerne zur Schule gegangen. Kann ich mich ja auch mal outen. Bei mir gab es schon Zeiten, dass ich gerne zur Schule gegangen bin. Ich bin aber auch froh, dass es jetzt vorbei ist, muss ich ehrlich sagen. Glaube ich. Nee, genau. In meiner Freizeit über die letzten Jahre habe ich noch ganz viel in der Kinder- und Jugendarbeit in meinem Heimatdorf mitgearbeitet. Und da macht man natürlich dann ganz viel mit Kindern und Jugendlichen und sieht da zum einen schon mal, wie man denen irgendwie Freude bereiten kann oder wie wichtig das eben auch ist, dass Kinder und Jugendliche eine vernünftige Bildung erfahren. Und dazu kommt dann auch noch, dass ich wahrscheinlich, wenn ich wieder da bin, ist mein Plan eigentlich Lehrer selber zu werden, also Lehramt zu studieren. Biologie und Erdkunde wäre so mein Hauptziel. Da bei Erdkunde erklärt sich vielleicht auch, warum die Route vorhin so gut gesessen hat. Aber das sind so die Gründe, warum ich mich dafür dann entschieden habe. Jetzt haben wir ja schon so ein paar Themen durch. So Vorstellungen haben wir gemacht, ne? Können wir einen Haken dran machen. Dann haben wir erzählt, wo es hingeht, wo es überall hingeht. Und dann hast du auch gerade schon gesagt, wofür du das Ganze machst. Und gut, dass du Fahrrad fährst, das ist, denke ich, logisch auf diesem Kanal. Aber ich habe jetzt gesagt, jo, alles klar, womit denn? Was ist es denn für eins? Ja, ich fahre mit einem ganz einfachen Stevens Savoy los. Alles ganz basic, also kein riesen Schnickschnack. Also vielleicht kann ich dazu ein klein wenig erzählen. Du hast das Fahrrad ja damals ausgesucht, da hattest du ja auch schon die Idee so, genau. Alles klar, ich möchte Fahrradreisen machen, aber da war die Reise noch nicht so groß. Ne? Nee, da war es noch die erste kleine. Da war es noch die erste kleine Reise und irgendwann
habe ich das dann ja auch gehört, was du vorhast. Und dann haben wir auch mal darüber gesprochen. So ein bisschen vorbereitet hast du ja das Rad. Und wenn man einfach mal ganz grob nochmal darauf zurückkommt, Stevens, also falls du Stevens jetzt noch nicht kennst, Stevens ist ein Fahrradhersteller aus Hamburg. Ne? Also hast du sogar noch ein bisschen Nähe dazu. Ja. Ne? Das Modell heißt Savoy und hat eine grundsolide Ausstattung. Und du hast ja auch gefragt, kann man das mit dem Rad machen? Oder auch deine Mutter hat auch gefragt, geht das mit dem Rad? Da ist ja schon vielleicht auch in der Familie so ein bisschen Sorge und klappt das alles? Ne? Könnte man ja vielleicht auch nochmal drüber sprechen, so was sagen eigentlich deine Eltern dazu? Ja. Aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Kurz zum Fahrrad. Taschen hast du dran. Na, du hast einen Lowrider hast du schon dran. Du hast hinten, du fährst mit Zelt unterwegs wahrscheinlich. Genau. Zelt, Schlafsack und jede Menge Gepäck. Ja. Was müssen wir dann noch verändern an deinem Rad? An meinem Fahrrad, ja, nochmal irgendwie vielleicht Grund überholen, dass man nochmal alles checkt, ob das alles läuft, ob das alles heile ist. Denn, ja, was kann man dann noch dran machen? Wir bauen noch was ein zum Stromenergieren. E-Werk heißt das, richtig? Genau, E-Werk von Busch und Müller montieren wir noch. Genau. Das machen wir aber in irgendeiner nächsten Folge. Genau, Ja, und ganz in Ruhe, das darfst du auch selber dran bauen, damit du auch weißt, was du an deinem Rad hast. Weil, wenn man jetzt Stevens Savoy, sagt man so vielleicht der eine oder andere, okay, geht das für so eine Fahrradreise? Macht sich ja vielleicht der ein oder andere auch Gedanken. Ne? Oder vielleicht auch, wenn du ein Rad zu Hause hast, so überlegst du, vielleicht geht das mit meinem Rad überhaupt? Und ich glaube immer, man kann, also wenn ich das auch so beobachte, ich habe ja gesagt, der ein oder andere Radreisende war schon bei uns im Geschäft, dann glaube ich tatsächlich, man kann mit fast jedem Rad eine Radreise machen. Ne? Man muss sich halt nur darauf einstellen. Und wie du gerade schon gesagt hast, man muss das Rad vielleicht noch einmal grundüberholen, durchchecken vorab und ja, kannst du selber schrauben? Nicht so gut, Wie würdest du das einschätzen? Eher nicht so. Deswegen Okay. bin ich hier, weil ich mir noch mal ein bisschen was angucken möchte. Also du willst noch mal ein bisschen gucken, so alles klar, wie funktioniert die Fahrradtechnik. Was wäre denn deine größte Sorge auf der Tour oder gibt es da was? Ja, es kommen natürlich immer mal Sorgen mit. Natürlich, das wäre jetzt ein Punkt, wenn irgendwas wirklich so kaputt geht oder ich es einfach selber nicht repariert kriege, dass man sich wirklich Sorgen machen muss, ob das noch weitergeht oder wie schwierig das wird, jemanden zu finden, der mir das reparieren kann oder ja, dass das Fahrrad halt heile bleibt und vor allem auch da bleibt. Nicht, dass es irgendwann mal woanders ist. Aber dann gibt es natürlich noch so ein paar mehr Ängste. Ich hatte vorhin schon mal ganz kurz Einsamkeit angesprochen. Das kann natürlich ein Thema werden, muss es aber nicht. Deswegen dürft ihr mich natürlich alle verfolgen. Dann kommt natürlich auch keine Einsamkeit auf. Dann gibt es auch noch so Kleinigkeiten. Denn sowas wie, wenn ich morgens einkaufen gehe oder generell einkaufen gehe, steht das Fahrrad ja draußen vorm Einkaufsladen und ich kann es nicht beobachten und habe da keine Kontrolle drüber. Das sind alles so Sachen, die ergeben sich so mit der Zeit oder wenn man vielleicht schon mal die erste Tour gemacht hat, dann entstehen so die ersten Sachen, wo man sich vielleicht denkt, irgendwie sollte ich mir da noch mal Gedanken drüber machen. Oder ja, einen Schlafplatz finden wäre auch noch so eine Sache. Muss man auch jede Nacht wieder neu hoffen. Ich glaube immer, da gibt es dann für alles eine Lösung. Und so die grobe Fahrradtechnik, also das ein oder andere Ersatzteil musst du vielleicht mitnehmen. Ich sage so, vielleicht speziell würde ich dabei haben. Müssen wir uns mal ganz in Ruhe Gedanken machen, was wir da einpacken. Da folgen also auch noch ein paar Videos, wo wir wirklich noch mal gucken, so alles klar, nehmen wir eine Kette mit oder lassen wir die zu Hause oder doch nur ein Kettenschloss? Ja. Na? Oder nehmen wir Bremsbeläge mit oder lassen wir die zu Hause? 10.000 Kilometer kann ich mir vorstellen, geht mit einem Satz Bremsbeläge in Norddeutschland. Ja. Na? Wo es überall flach ist, aber du fährst auch über den einen oder anderen Berg. Ne? Genau. Weißt du, wie viele Höhenmeter du machst? Leider nicht genau, aber es war schon viel. Also es ist schon eine Menge. Ich habe leider keine genaue Zahl im Kopf, aber es sind auf jeden Fall die Pyrenäen, die mitgenommen werden. Denn im Süden Spaniens, die Sierra Nevada, kommt auch noch ein bisschen was dazu. Falls ich mich dazu entscheide, nach Marokko kommt das Atlasgebirge noch ein bisschen dazu. In Italien muss ich einmal über die Apenninen, das Balkangebirge, gerade denn da in Montenegro, da sind auch noch mal gut viele Höhenmeter.
Und dann zum Schluss die Karpaten umfahre ich zum Glück ein bisschen. Aber wenn ich dann in Österreich bin, sind natürlich auch ein bisschen die Alpen noch im Spiel. Aber da gibt es schon einiges, wo es hoch und runter geht. Mit dem Gepäck, also man kann das ja mal aus Fahrradtechnik-Sicht betrachten, so alles klar, Berge, jo, kenne ich. Der ein oder andere ist vielleicht auch über die Alpen schon mit dem Mountainbike oder mit dem Rennrad gefahren. Klar, ein Radreisender auch mit Gepäck, aber ich denke immer so, da kommt ja schon ein bisschen Gewicht zusammen. Ja. Man selbst, das Rad, das Gepäck und so weiter. Also haben wir wieder das Thema, das ist auf dem Kanal hier immer so zulässiges Systemgewicht. Müssen wir natürlich auch gucken, dass wir das nicht überschreiten. Und klar, wenn du dann bergab fährst und die ganze Zeit am Bremsen bist, dann ist da natürlich auch der Verschleiß erhöht. Deswegen muss man schon überlegen, so, alles klar, was nehme ich mit? Aber genauso ist das auch bergauf. Ne? Dein gesamter Antriebsstrang beim Treten wird natürlich auch maximal beansprucht. Das stimmt, ja. Darum. Aber das, wie gesagt, das machen wir in einer weiteren Folge, dass wir dann einfach echt mal ganz in Ruhe gucken, so alles klar, was packen wir ein, was nehmen wir mit. Vielleicht kriegen wir ja auch noch so, also je nachdem, wie schnell wir jetzt das Video veröffentlichen. Ja, das schaffen wir nicht. Diese Woche hast du eingeplant, mal im Fahrradladen zu sein, mal ein bisschen zu gucken. Das ein oder andere Video drehen wir dann noch. Ja, dann wird das vielleicht ein bisschen schwierig, weil ich denke immer, vielleicht haben wir den einen oder anderen erfahrenen Zuschauer auch dabei, der dann vielleicht auch sagt, so hier, alles klar, das würde ich auf jeden Fall machen. Ne? Und das kannst du getrost zu Hause lassen. Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Da finde ich Erfahrungswerte auch immer sehr, sehr wertvoll. Das stimmt, ja. Andersrum ist es natürlich auch so, wenn irgendwas fehlt, hätte ich gesagt, in Europa sollte es möglich sein, wenn du sagst, Nils, ich brauche das und das, dann sagst du Bescheid und du kriegst das von mir. Na? Oder ich organisiere dir das. Ja. Das ist ja, also das sollte und dürfte eigentlich immer möglich sein. Ne? Was ich dich nochmal fragen wollte, hattest du denn auf den ersten Touren, die du jetzt schon gemacht hast, gab es da schon mal Pannen? Ja, so ein, zwei Kleinigkeiten gab es tatsächlich. Also jetzt nichts Schwerwiegendes, aber auf der zweiten Tour lief eigentlich alles ganz gut. Da war dann nur ganz am allerletzten Tag, da mussten wir 2 Nächte am gleichen Ort verbringen, weil wir da dann auf die Fähre gewartet haben. Wir hatten einen Tag Puffer eingeplant. An dem Tag sind dann ein paar Sachen kaputt gegangen, einfach so, weil es dann irgendwie ein bisschen stand. Und dann, ja, bei meinem Kumpel ist dann, weil die Sonne so auf das Rad gebraten hat, ist dann der Schlauch geplatzt. Aber auf der ersten Tour, da hatten wir tatsächlich ein paar Pannen. Da war das eine sogar sehr ungünstig, kann man sogar fast sagen. Da sind wir so einen Schotterweg gefahren und dann hat sich der Stein durch den Mantel durchgebohrt und hat dann den Schlauch auch, und dann hatte ich halt einen Platten. Und dann wollten wir das flicken. Mit dem Reifen hattest du eine Reifenpanne? Ja. Ja, okay. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es vorne oder hinten war, aber es war auf jeden Fall der. Und dann hatten wir einen Platten, haben wir den ausgetauscht, haben wir geflickt oder vielleicht sogar einen anderen Reifen oder einen anderen Schlauch reingemacht. Aber der Stein steckte halt noch im Mantel und dann sind wir losgefahren und so 10 Minuten später habe ich mir gedacht, was soll das denn jetzt schon wieder? Und dann haben wir den Mantel nochmal abgesucht, haben den Stein da rausgepult und das war so eine sehr ungünstige Sache noch, die passiert ist. Der Klassiker. Ja. Ja. Aber Reifenwechsel, Rad ausbauen, Rad wieder einbauen, Schaltung eventuell nachstellen, Bremse einstellen, das hat hauptsächlich mein Kumpel gemacht. Okay. Vorne würde ich es aber auch hinkriegen, hinten mit der Kette und so. Muss ich mich nochmal reinfuchsen, aber das dann, kriege ich mit Sicherheit hin. dann machen wir das einfach so. Wir machen ja noch ein paar Videos, dann ist das einfach so, dass wir sagen, alles klar, so Hinterrad ein- und Ausbau, Bremse einstellen, dass das absolut reibungslos funktioniert, dass du sagst, so, ja, weil das ist ja immer so, ne? Wenn man es kann, dann braucht man es nicht. Ja. Das ist ja immer so der Klassiker. Dann zeige ich dir das, wie das geht, beziehungsweise du machst das selbst und wenn du nicht weiter weißt, dann helfe ich dir. Das machen wir auf jeden Fall in den nächsten Videos, also lohnt sich das, wenn du jetzt sagst, so alles klar, Fahrradreise habe ich auch vor, Schrauben kann ich nicht, darum wollte ich eigentlich keine machen, aber wenn die mir jetzt noch Schrauben beibringen, dann kann ich ja auch selber auch unterwegs fahren. Ne? So sieht es aus. So ganz einfach gesprochen. Ja, und dann hätte ich gesagt, das machen wir als nächstes. Ja, ich freue Checken mich. dein Fahrrad durch und
Die Videos werden wahrscheinlich veröffentlicht, bevor du unterwegs fährst. Ich bin ja gespannt, was da so an Kommentare kommt, was da alles so. Vielleicht ist ja noch der ein oder andere Tipp dabei. Also da musst du dann auch selber gucken. Ich kann dir nicht jedem Kommentar schicken, aber die siehst du dann ja auch. Ja. Und ja, wer weiß, was da noch so Wertvolles kommt. Darum fordere ich hier schon einmal auf. Einfach mal, wenn du da einen Tipp hast, dann schreib das gerne in die Kommentare. Und dein Instagram-Kanal, also wenn ihr Mathis verfolgen wollt, dann auf jeden Fall auch da schon mal abonnieren und immer fleißig gucken, was er da gerade macht. Ne? Ja. Und Right to Learn 2324. Genau, Right to Learn 2324. Ich habe den schon abonniert, manchmal bist du ja auch aktiv. Ja. Na? Aber und das wird natürlich noch erheblich genau, mehr. auf deiner Tour musst du dann, bin ich der Meinung, jeden Tag. Und ja, da kommt auch ganz viel. genau. Dann können wir dich quasi live verfolgen. So sieht's aus. Sehr schön. Cool. Dann würde ich sagen, auf ein nächstes Video. Ne? Auf ein nächstes Video. Bis zum nächsten.